Hallo miteinander! Weitere Folgen von Signature at Work. Da haben wir einen Ciao. Wir fangen heute mal mit dem Heimleiter an. Der wird euch etwas erzählen über die wunderschönen Piaggios. Er lacht. Ja, ich mache es gerne. Freude daran, muss ich ehrlich sagen. Immer noch gern. Ja, das ist ein Schüler. Der geht jeden Tag mit dem in die Schule. Jetzt ist er gekommen und sagt, ja, zündet nicht mehr, läuft nicht mehr. Ich wollte ihn laufen lassen. Dann sage ich, ja, du hast den Velogang noch drin. Weil die Dinger haben so einen Velogang. Und jetzt ist der Velogang nicht mehr rausgegangen. Ergo, ja, was willst du machen, wenn du nicht den Gang kannst, kannst den Motor nicht laufen lassen, kannst dementsprechend auch nicht die Zündung kontrollieren. Weiss ich nicht, an was das liegt. Also das heisst, jetzt habe ich das Getriebe zerlegt. Und jetzt habe ich eben gesehen, dass das Ding hier, wo da so einen Knopf hier drücken, ist der Velogang drin. Jetzt ist der hängen geblieben. Das Veleli habe ich jetzt mal poliert. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen rausbürsteln. Und dann das Getriebe noch mal zusammensetzen, testen. Das Rädchen hier. Dann mal laufen lassen, schauen, wo das Problem liegt. Und irgendwann dann, kann der das wieder abholen. Ganz einfach. Also, gut, ja. Danke. Gutes Gelingen. Viel Erfolg. Gell? Danke dir. Wir gehen zum Liebling, zum Cyril im Keller runter. Kommt mit. Hey Cyril! Hoi Maus! Wo steckst du? Rein. Das Fernsehen ist da. Ja, Cyril, jetzt geht's ernst, du. Geht's um. Ja, er macht ja da Tankversiegelungen und hat jetzt gerade wunderbar einen Victoria-Rahmen, quasi einen Rahmentank, also Maxi etc. Machen wir alles, Ciao und so weiter. Alles Rahmentank ist absolut kein Problem für den Cyril. Da haben wir jetzt zum Beispiel gerade einen Tank, wo ihr seht, der ist noch wunderschön, fast spülenfrei aussen dran. Und der hat aber gerunnen. Der war undicht gewesen. Jetzt hat unser Hausspengler, der Kriegel, den kennt ihr, hat da unten das Ganze geflickt, und zwar mit Weichlot, also Zinn. Er hat das verzinnt. Und das Geile ist, ich habe gedacht, vielleicht gibt es eine Verfärbung da, ist aber nicht einmal passiert. Genial, er hat das wunderbar verzinnt und da außen am Chrom passiert absolut nichts. Man kann natürlich das Ganze auch mit einem Knetmetall machen und alles, aber Zinn ist halt einfach doch noch eine Stufe besser und mir einfach sympathischer. Und jetzt geht das da an Cyril. Genau, also wir haben eigentlich diverse Schritte gemacht. Je nach Rostansatz, wenn es sehr viel Rost hat, vor allem so die losen Rostteile, dann wir das schleifen. Und dann hat es da die Schleifsteine, die dann da reinkommen mit der Emulsion, und dann geht das da auf die Maschine und dann nehmen wir das ein paar Mal hin und her drüllen, in alle Richtungen, so dass wir eigentlich all die losen Teile rausschleifen können. Nachher kommt das chemische Entrosten mit der chemischen Phosphatsäure-Lösung. Dann lassen wir das einwirken und nachher ist das eigentlich frei vom Rost. Was dann zusätzlich kommt, ist eine Phosphatiergeschichte. Das ist wie ein natürlicher Rostschutz. Das ist so eine gräuliche Schicht, wo man nachher eigentlich Vorbereitung für die Beschichtung mit Lack. Und das wird nachher zweimal beschichten und dann ist das dicht und absolut rostfrei. Ich bin ja bekanntlich ein Götschi. Götschi übrigens, Uta, neues Wort. Kennst du? Noch nicht. Nicht. Götschi ist so... Eine Sauereiveranstaltung. Ein Puncher. Ein Puncher, genau, ja, Puncher ist es. Ja. Genau, weil dann kann ich da rumpunchen und rumgötschen, ohne dass da etwas passiert. Darum wäre ich froh, wenn das vorher, vor dem Lackieren, die Innenbeschichtung machen. Ausser bei Pulverbeschichtungen. Pulver ist eine Wärmebehandlung und die Beschichtung verträgt das nicht. Ja. Maximum 100 Grad. Maximum 100 Grad, ja. Also es gibt eigentlich folgende Vorteile. Es gibt ja viel extremere Sachen zum innen entrosten, chemisch entrosten, wo der Lack wirklich, das läuft einmal drüber ab und dann ist das fort. Und unser Zeug ist auf Wasserbasis. Das heisst, es ist nicht so aggressiv wie andere Sachen, die es auf dem Markt gibt.
Und was auch noch ein schöner Vorteil ist natürlich, wir können nicht beschissen, weil die Beschichtung, die Versiegelung, eigentlich das Einkomponentenharz ist transparent. Das heisst, man sieht zu 100%, wie es unten dran aussieht. Das ist ja unheimlich viel. Dann kommen mit Tank zu uns, die schon mal versiegelt sind. Meistens ist das braun, weiß oder rot. Ich will jetzt da keinen Namen nennen. Und dort ist es natürlich extrem einfach, ich sage mal, um das einfach unsauber zu machen, weil man sieht es, im ersten Mal sieht man es nicht. Dann fängt es aber unten dran, tut das weiter korrigieren und dann fängt es an blättern und blättert ab. Und dann gibt es nur noch eine Lösung, nämlich komplett alles abmachen. Dann ist aber außen innen alles blank, oder? Haben wir auch schon müssen. Ja, ja. Das ist auch noch der Vorteil, dass der Lack eigentlich ein bisschen immer flexibel bleibt und nicht spröd ist und nicht kann. Also wenn es irgendwo wieder mal einen Touch gibt auf den Tank, Ja. dann bricht er nicht gerade. Die Temperaturen an der Sonne steht und so weiter, genau, es bleibt elastisch. Und hauchdünn. Und es sieht einfach wunderschön aus, oder? Es ist sehr dünnflüssig, also es gibt dünne Schichten und es sieht einfach nachher echt wunderschön aus. Ja. Es ist ein Traum, natürlich auch, weil du das so gut handhabst. Ja. Also gut. Wir können noch schnell etwas anteasern, und zwar, wir sind ja an einem Produkt dran und wir werden euch in naher Zukunft, wir wollen da noch keine Daten nennen, werden wir euch das in Live-Beispiel, das heisst, wir werden den Tank aufschneiden und euch das wirklich zeigen, wie die Schritte sind, dass man das auch sieht, weil geschnurrt ist immer schneller, da ein bisschen die Luft aus und ein bisschen Hände verrühren. Aber das wird bald mal rauskommen und sind gespannt, weil dann, das sieht dann richtig geil aus, dann sehen wir mal, von was wir reden, wie schön das wirklich ist. Wir reden immer von der Tankinnenseite, aber eben die inneren Werte zählen. Schön gesagt. Also, ja, Tankversiegelungen, also machen wir auch Töffli-Tank, Rahmentank, grosse Töff-Tank, einfach ohne Schwallblech drin. Also Schwallblech sind Blech, das Benzin nicht schwappt im Tank hinein. Dann sind uns auch ein bisschen Tankgebunden. Aber ansonsten kommt gerne auf uns zu. Wir machen das sehr gerne. Er hat eine riesige Übung. Also du hast schon Tanken durchgelassen ohne Ende. Über 100. Ja. In letzter Zeit, ja. Also das ist wirklich geil. Und einfach noch schnell zum Abschluss. Die Vorarbeit, das Beschichten, das Innen ausgießen, das ist immer sehr schnell gemacht. Die Vorarbeit ist abartig wichtig und genau darum lohnt es sich, um das uns zu bringen, weil ich sage immer, wir haben eine Chance, gerade wenn es ein Originallack ist, um einen Tank retten, versiegeln. Also, danke Cyril. Bitte, bitte. Sagst Tschüss und einen schönen Tag. Ade miteinander. Und bis bald. Macht's gut.